Am 12. Oktober ist es soweit, die russische Open Beta von Black Desert Online startet und wir sind, wenn es der Download denn zulässt, mit dabei. Black Desert ist ein Sandbox-MMORPG, entwickelt von Pearl Abyss und gepublished von Daum Games in Korea, Europa und NA sowie GameNet in Russland. Nicht nur featured Black Desert die aktuell beste Grafik und den detailliertesten Charaktereditor, den es jemals in einem MMO gab, das Spiel kommt auch mit einem Assassin's Creed ähnlichen Parcoursystem, das erlaubt zum Beispiel auf Dächer und Türme zu klettern. Es kommt ebenfalls mit einem Wettersystem, das die Umgebung direkt beeinflusst. Regnet es, bilden sich zum Beispiel Pfützen. Dazu kommt natürlich auch Player Housing mit einer komplett persistenten Welt ohne jegliche Ladezeiten. Black Desert featuret derzeit einige Klassen, vom Giganten mit zwei riesigen Äxten zum Krieger und der Walküre, die mit Schild und Schwert kämpfen, zum Jäger, der mit Bogen und Dolchen agiert, zur Magierin, die mit ihrer schwarzen Magie sich im Fern- und Nahkampf prügelt, zum Zauberer, der mit Feuerbällen um sich werfen, aber auch die Gruppe verstärken kann, die Beschwörerin, die nicht nur mit ihrem Begleiter kämpft, sondern währenddessen auch auf ihm reiten kann, bis hin zum Samurai, der mit schnellen Schwertschwüngen Gegner auseinandersäbelt und natürlich zur neuesten Klasse, dem Ninja, der mit Stealth Katana und Shuriken agiert. Darüber hinaus wurde jetzt auch ein neues System angekündigt, mit dem man seine Klasse erwachen lassen kann. Dadurch bekommen die Klassen eine zweite Waffe zur Auswahl. So kriegen Krieger zum Beispiel ein Großschwert, Giganten bekommen eine Faustwaffe mit eingebauter Kanone und Magierinnen bekommen, da freue ich mich riesig drauf, eine Sense. Der Cash-Shop scheint tatsächlich sehr fair und keineswegs Pay-to-Win zu sein, aber natürlich kann sich das ändern. Ich rede jetzt hier nur über die koreanische Version und die Infos, die ich darüber habe. Denn für Europa und Amerika gibt es noch keinen konkreten Release, jedoch kann ich euch beruhigen, es wird anscheinend schon wirklich daran gearbeitet. Daum ist ja mittlerweile als Publisher jetzt auch in Europa vertreten. So, wie gesagt, am 12. Oktober startet die russische Beta und wie nimmt man jetzt an der russischen Beta teil? Die hat nämlich tatsächlich keine Restriktionen. Also ich verlinke euch unten in die Beschreibung den Link zum Client. Da müsst ihr bei der Webseite runterscrollen, draufklicken, runterladen, installieren. Das sind ca. 30 GB und da das in Russland ist, wird das relativ lange dauern. Dann müsst ihr euch einen Account erstellen, einloggen, fertig. Wenn ihr kein Russisch beherrscht, was ich jetzt nicht wirklich annehme, ja, dann solltet ihr euch vielleicht auch einen Patch laden, den verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung. Das ist auch ganz einfach, ihr ladet euch die ZIP-Datei runter, entzippt die und werft die einfach dann in den Installationsordner und schon habt ihr eine Fan-Übersetzung, die halbwegs gut sein sollte und damit könnt ihr dann auch in der Open Beta spielen. So, und das war es jetzt auch schon wieder. Wenn ihr wissen wollt, auf welchem Server wir spielen, wir werden euch das definitiv auf Facebook auch nochmal wissen lassen. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann.